Sie sind der perfekte Mann für die Rolle. Nur eine Frage noch. Haben Sie schon mal einen gelutscht? Was? Naja, die Rolle ist ein schwuler Stricher. Und die Produktionsfirma will nur Gay-Actor. Ich bin Schauspieler. Das ist mein Beruf. Ja, aber wenn Sie das nicht selbst erlebt haben, dann... Nein, ich meine, sollte mein Chef mir wirklich im Berufsumfeld Fragen dieser Art stellen? Wollen wir jetzt wirklich darüber reden, was angebracht in Hollywood ist? Ich habe beim Flaschendrehen mal den Bruder meiner Frau geküsst. Bingo, Tiffany, schicken Sie's an alle Medien. Gay-Icon gefunden. So, jetzt müssen Sie nur noch Ihre Berufserfahrung als Sexworker nachholen und dann... Wo ist er denn hin? Viele haben es sicher mitbekommen, dass Kid Connor von Heartstopper unfreiwillig zum Outing genötigt wurde. Warum? Und von wem? Von einem lauten Mob queerer Twitter-Aktivisten, die der Meinung waren, dass er Nick Nelson, seine fiktive Rolle, nicht spielen sollte, wenn er nicht selbst schwul oder mindestens bi sei. Die Diskussion kam auf, weil er am Set Händchen haltend mit einem Girl, Maya Rafiko, gesehen wurde. Er soll halt nur sagen, ob er gern mit Jungs schläft. Er selbst hat Twitter erst deaktiviert, kam dann aber kurz zurück und tat das Einzige, was ihm übrig blieb. Staffel 2 von Heartstopper wurde schon angekündigt. Den Shitstorm können wir uns nicht leisten, also wenn du deinen Job behalten willst... Ist ja gut. Ich bin bi. Glückwunsch, dass ihr einen 18-Jährigen zum Outing gezwungen habt. Ich glaube, einige von euch haben nicht verstanden, worum es in der Serie geht. Guter Text. Tiffany, sag's der Presse. Bi-Outing von Netflix da. Oder Pan? Das klingt noch moderner. Wie sieht's mit Pan aus, Kid? Das ist aber weder das erste noch das letzte Mal, dass von einem Teil der Community gefordert wird, queere Rollen nur mit queeren Darstellern zu besetzen. Naja, zum einen aus Angst davor, dass ein Hetero-Schauspieler queere Menschen für billige Lache auf eine Karikatur runterbricht. Berechtigte Angst, wenn man mich fragt. Und da brauche ich aber eine Kaffeekanne zu meinem Käsekuchen. Ich alte Klatsch-Tante, na? Haltetei, Gott sei Dank hab ich einen in meinem Anus versteckt. Oh. Kommt doch auf ein Glas Prosecco und meine Puderosa Ranch für indigene Menschen. Oh. Let's say, die sind generell nicht sonderlich gut gealtert. Zum anderen wollen einige keine Heteros auf Homorollen sehen, weil es immer noch viele Schauspieler gibt, die in Hollywood keine Jobs bekommen, aus dem einfachen Grund, dass sie queer sind. Und das ist unsere Hauptrolle. Ist das nicht ein Schwuler? Das ist ein Teenie-Film. Wollen Sie die Jugend etwa verwirren? Außerdem ist seine Rolle mit einer Frau zusammen. Eben, es ist ein Film. Make-Believe. Nein, wir sind ein anständiges Unternehmen. Also wenn Sie keinen neuen finden, müssen wir unser Investment für Teen-Sex schmeckt nach Apfelkuchen nochmal überdenken. Heteros vermarkten sich halt leider immer noch leichter, wenn man auch an die Kohle von Konservativen will. Und auch das vorherrschende Männlichkeitsbild sorgt dafür, dass viele schwule Männer kategorisch für Hetero-Rollen ausgeschlossen werden. Verstehe. Und wenn es dann mal schwule Rollen gibt und man besetzt auch da wieder Heteros... Kreiert man eine Arbeitswelt, in der kein Platz für queere Menschen ist. Perfekt! Wie sie das verkörpert. Sie sind die ideale Besetzung für den jungen, schwulen Freigeist-Charakter. Ja gut, aber der macht seinen Job ja auch außergewöhnlich scheiße. Ich glaube, das ist mein Punkt. Die Aufgabe eines Schauspielers ist es nicht abzubilden, was er ist, sondern zu spielen, was die Rolle verlangt. Und tut er das schlecht, sollte er dafür kritisiert werden, weil er seinen Job schlecht macht, nicht weil er nicht privat mit Männern schläft. Und auch dann davon auszugehen, dass jeder Gay dieselbe Erfahrung gemacht hat und durch gleichgeschlechtlichen Sex eine Art Geheimwissen erlangt hätte, das kein anderer Schauspieler durch Empathie oder Technik nachempfinden könnte, ist irgendwie anmaßend. Weil es dem Schauspieler sein Handwerk abspricht und das Thema Sexualität dazu viel zu krass vereinfacht. Eben. Ab wann darf man denn dann schwule Rollen spielen? Nach einem Männercrush? Nem Kuss? Blowjob? Zählt Handjob oder gibt's da nur einen halben Punkt? Was ist, wenn man nicht heterosexuell, sondern nur hetero-romantisch ist? Pan oder bi? Was ist, wenn man noch ungeoutet ist oder sich nicht labeln will? Wie viel muss ich an Intimdetails preisgeben, um in einer fiktiven Geschichte eine fiktive Rolle zu spielen und einfach nur meinem Job nachzugehen? Aber... Es gibt ja genug Hetero-Rollen, oder? Warum müssen die dann auch noch die schwulen Rollen spielen? Naja, aber
wo wären wir denn heute, wenn es nicht all die Mainstream-Hetero-Schauspieler gegeben hätte, die schwule Rollen in einer Zeit gespielt haben, in der das verpönt war? Die haben damals so der schwulen Community und unseren Struggles Akzeptanz und eine Bühne im Mainstream gegeben, die wir aus eigener Kraft so schnell nicht hätten aufbauen können. Ja gut, aber die Zeiten sind ja vorbei. Deren Job ist dann, wir brauchen ja keine Straight Saviors mehr. Aber Straight Allies vielleicht. Und ja, es gibt viele Schauspieler, die heute out and proud leben und einige sind sicher dankbar, schwule Rollen spielen zu dürfen. Aber was bedeutet das für die, wenn wir diese Narrative pushen, nur Gays dürfen Gays spielen? Die Hochzeit meines schwulen Freundes. Immer dieselben Rollen, hätte ich mich bloß nicht geoutet. Hätte ich mich bloß geoutet. Oder queere Rollen werden generell weniger und weniger, weil Studios jedes Mal mit einem Shitstorm der toxisch-identitätspolitischen Bubble rechnen müssen und da keinen Bock mehr drauf haben. Dann wird queer wieder ein Thema nur für ProduzentInnen, die selbst queer sind. Und das bedeutet schlechtere Produktion, weil weniger Geld durch kleineren Absatzmarkt. Und schwupps hat uns die eigene Community selbst ins Ausgestellt, weil wenige meinen, für alle sprechen zu können. So wie du gerade? Nee, das hier ist obviously nur meine Sicht als schwuler Geschichtenerzähler. Ich sehe das so. Schwule werden immer authentische schwule Geschichten schreiben, die nah an der queeren Lebensrealität sind. Aber um diese dann auszuacten, braucht es nicht zwingend jemanden, der das selber erlebt oder gefühlt hat, solange er sein Handwerk, das Schauspiel, gut beherrscht. Außerdem behaupte ich mal, dass queere Storyteller automatisch darauf achten werden, dass sie auch innerhalb der Community Talente suchen und fördern. Und obwohl das mein Standpunkt ist, glaube ich, erwische ich mich trotzdem manchmal, dass ich denke, wäre es nicht cool gewesen, wenn man jungen Gay-Actors die Chance gegeben hätte, Freddy oder Simon zu spielen? Als betroffener Schauspieler würde mich das auch anpissen, wenn ich beim Casting bin und die Rolle dann aber an einen Hetero geht. Ja, eben, das tut weh. Und aus Schmerz wächst diese Twitter-Mob-Mentalität, durch die man vermeintlich Macht und Kontrolle zurückgewinnt. Unsere schwulen Vorfahren haben nicht umsonst für uns gekämpft. Unterdrückung den Unterdrückern! Wir spüren jede sexualitätsbasierte Fehlbesetzung auf und callen sie out! Twittert, was das Zeug hält! Ja! Aber diese Identitätspolitik lehne ich ab, weil ich mich generell nicht sonderlich wohl in der Opferrolle fühle. Auch wenn es von da am einfachsten ist, mit dem Finger zu zeigen. Ja, queere Menschen sind eine marginalisierte Gruppe, kein Geheimnis. Schaut man nur auf die Kriminalstatistik. Aber es ist eben auch Community-Verantwortung, mit dem Schmerz verantwortungsvoll umzugehen, ohne dass er sich sinnlos gegen alles entlädt, was ich ablehne, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Ich meine, es ist eine verzwickte Situation und es nervt mich selbst, dass ich keine einfache, allgemeingültige Antwort finden kann, ob oder wann Heteros eine schwule Rolle spielen sollten. Aber jemanden sein Handwerk, sein Einfühlungsvermögen und seine Kompetenz aufgrund seiner vermeintlichen Sexualität abzusprechen, fühlt sich für mich falsch an und nicht wie etwas, wofür ich stehen möchte. Egal, was mir in meinem Leben oder uns als Community in der Vergangenheit passiert ist. Aber wie seht ihr das? Hat er irgendwas vergessen oder nicht bedacht? Denn das kommt schon mal vor. Ist doch klar. Bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Tschüss.